Ich hatte im Juli 2012 einen Arbeitsunfall, bin von der Leiter gestürzt, hatte da eine Tibiakopf-Luxationsfraktur. Das vordere Kreuzband war knöcherner Ausriss und auch der Außenmeniskus war mit betroffen. Dann wurde das Ganze operiert, dann kam eine Reha und ja, dann ging es an sich weiter mit mehreren Operationen, weil das Bein an sich nie richtig gut war. Ich konnte mein Bein nicht durchstrecken, also ich hatte Streckdefizit von 15 bis 20 Grad und die Beugung, also wenn es einmal gut war, so zwischen 80 und 85 Grad. Es wurde auch die Achse korrigiert, weil mein Bein einfach, ja, das war total schief. Ich hatte also wahnsinniges X-Bein, dann wurde eine Achsumstellung gemacht. Mein Bein war nie richtig fest, also das hat so richtig so geschlagert und ich habe dann auch 6,5 Jahren eine Orthese getragen und war mit Unterarm-G-Stützen unterwegs. Also auf dem Bein konnte ich quasi 6 Jahre lang oder 6,5 Jahre lang nicht richtig stehen. Also wie gesagt, es waren immer mehrere OPs und dann immer wieder, ja, Rehas und immer wenn ich gefragt habe, ja, was ist denn da? Ja, Sie müssen trainieren, weil ich auch von Anfang an eine Atrophie hatte. Also sprich, mein Oberschenkelmuskel war natürlich nicht gut da. Und das habe ich ja einmal gemacht. Aber wie gesagt, ich hatte von Anfang an Schmerzen. Ich musste immer Schmerzmittel nehmen. Meistens entweder Ibuprofen oder Novaminsulfon. Wobei die Novaminsulfon habe ich dann immer vertragen, habe einen Ausschlag gekriegt. Und ja, was natürlich alles mit einhergeht, also nicht mehr durchschlafen können, mir ging es einfach nicht gut, ich war kraftlos, ich wusste gar nicht mehr, was ist, weil von heute auf morgen war das Leben einfach anders. Ich konnte, was ich immer schon gern gemacht habe, nicht mehr tanzen, ich konnte einfach nicht mehr walken. Was natürlich dazu kommt, dass man das psychisch auch sehr belastet. Also nicht nur mich, sondern halt auch mein Mann oder die Familie, weil man halt oft auch an den sozialen Umfeld nicht mehr richtig teilnehmen kann, weil man sich dann auch zurückzieht und irgendwann fängt man halt dann an, denkt man sich, ja, vielleicht liegt es doch an einem, dass das Bein halt nicht so richtig funktioniert, weil es konnte keiner was richtig damit anfangen. Also manchmal habe ich gehört, ja, das ist halt manchmal so, dass das Knie versteift, dass sich das nicht bewegen lässt und ja, andere haben gesagt, ja, wir haben alles für sie gemacht, wir können nichts mehr für sie tun. Und dann fallen sie erst einmal in ein Loch. Und wie gesagt, dann kommen halt diese ganzen, ich sage mal, Nebenkriegsschauplätze dazu, wo sie dann vielleicht nur mit Versicherungen Ärger haben oder ja, mit dem Gericht halt, mit Gutachter. Und dann habe ich aber ein Knietipp bekommen, 2018. Und da muss ich sagen, also da hatte ich auch sehr, sehr starke Schmerzen wieder hinterher. Hatte auch wieder wie bei den anderen OPs jeweils einen Schmerzkatheter. Und da brauchte ich hinterher aber wirklich richtig Morphine und Opiate. War dann auch wieder 5 Wochen auf Reha. Aber es war auch da nicht richtig erfolgreich, weil ich ging da auch so mit 80, 85 Grad heim. Und wie gesagt, da war es dann aber auch so, dass hinterher bei der Begutachtung ich dann angeblich mal ganz kurz 90 Grad gehabt hätte. Ja, dann war es eine ganze Zeit lang relativ gut. Ich habe dann auch keine Unterarm-G-Stützen mehr gebraucht, nach einiger Zeit. Und dann muss ich sagen, hat sich das richtig gut angefühlt. Ich habe gedacht, ja, ich kann wieder alles machen. Aber dann hat sich das Ganze wieder verschlechtert. Also das war dann immer so auf und ab. Dann war ich teilweise bei 60 Grad Beugung, dann waren es mal 75, dann waren es wieder 70, dann nach intensiver Physio vielleicht einmal wieder 80, 85. Aber ganz reell betrachtet habe ich in diesen 10,5 Jahren die 90 Grad nie richtig erreicht und auch nie überschritten. Und wie gesagt, dann war es im letzten Jahr, war es dann ganz schlecht, meine Beugung. Das habe ich dann beim Laufen auch gemerkt. Also ich habe gedacht, mich hebelt es aus. Wenn ich den Berg runtergehe, war dann beim Arzt und dann waren es wirklich nur noch 40 Grad Beugung. Und also das kann man sich schon fast wie ein steifes Bein vorstellen. Und dann bin ich nochmal in die Klinik, wo auch mein Knietap gemacht wurde, weil wie gesagt, mit dem Knietap war ich ja sehr zufrieden. Und dann hat man mir angeraten, dass ich eine offene Arthrolyse machen soll. In diesem Zug wurde dann auch das Inlay getauscht und die Quadrizepssehne verlängert.
auch, also mir hat mir das so erklärt, weil halt das Knie schon so lange nicht in der Beugung war und der Muskel das nicht hergeben würde. Ja, also dann wurde das gemacht und dann war es richtig schlecht hinterher. Also ich bräuchte wieder total starke Schmerzmittel, diesmal Oxycodon, dann Tilidin. Also es hat ganz lange gedauert, bis das dann ausgeschlichen war. In der Zeit konnte ich auch nicht Auto fahren, also ich musste dann überall mit dem Taxi hingefahren werden. Und ja, also es hat gedauert, bis ich mich da einigermaßen wieder aufgerappelt habe und einigermaßen wieder fit war. Habe auch lang die Unterarm-G-Stützen wieder gebraucht. Und ja, dann war es aber so, dass leider meine Beugung wieder schlechter wurde. Ich dann wieder vorstellig wurde in der Klinik und dann haben wir mir gesagt, ja, also ich müsste jetzt eine Narkosemobilisation machen lassen, sonst wäre das wieder nicht erfolgreich. Bei der offenen Arthrolyse habe ich aber darauf bestanden, dass die mir also einen histologischen Befund machen, weil ich schon lange den Verdacht auf Arthrofibrose hatte. Aber das Wort, ich habe immer das Gefühl, das ist das böse Wort, das wollte keiner hören. Das wurde auch im histologischen Befund bestätigt. Ich habe darauf auch den Arzt angesprochen. Nee, sagt er, ich brauche mir keine Gedanken machen. Also ich bin da relativ schnell wieder fit, 1 bis 2 Wochen und Sie würden da auch ganz vorsichtig sein. Bei der Narkosemobilisation wollte man vorsichtig sein. Ja, also habe ich mich darauf eingelassen, weil ich ja schon nach dem Knietap, wie die Bewegung schlechter wurde, keine Narkosemobilisation wollte. Ich habe mich ja da immer dagegen gewehrt. Und ja, da habe ich mich dann drauf eingelassen und habe das machen lassen. Und dann, also das war der absolute Tiefpunkt. Hinterher wieder Schmerzkatheter, total starke Medikamente. Also ich bin dann heim, also ich war nicht einmal fähig, meinen Alltag selber zu bewältigen. Ich habe in der Früh überlegt, schaffe ich das, mir ein Frühstück zu machen, beziehungsweise einen Kaffee oder nicht. Also da ging gar nichts mehr. Ich hatte richtige Schmerzattacken. Also ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Also selbst die starken Medikamente haben mir nicht geholfen. Also ich war schier am Verzweifeln. Was waren denn so die Empfehlungen und die Prognosen Ihrer Orthopäden zu der Zeit? Die haben mir an sich keine trainieren. Genau, ja, keine Empfehlungen geben. Also ja, die wussten, also die waren an sich auch ratlos. Die wussten nicht, was sie mit mir machen sollen. Mein Orthopäde, wo ich immer hingehe, der wusste auch nichts. Also der war total erschrocken. Also so hat er mich noch nie gesehen, weil ich so schlecht wirklich war. Also das war überhaupt kein Zustand.